In der sanften Morgendämmerung des südafrikanischen Kruger-Wildreservats fällt das erste Licht des Tages durch die kahlen Bäume und breitet einen goldenen Teppich über die weite Savanne aus, wo für zahllose Wildtierarten der Tag beginnt. In dem stillen, nur leicht neblig gelegenen Raum ertönte der schwache Schrei eines Giraffenbabys und signalisierte die erbärmliche Lage, die es erdulden musste. Das Giraffenbaby mit seinem charakteristischen gefleckten Fell steckte halb im Schlamm fest, wo es in der Nacht zuvor auf der Suche nach Wasser gestolpert war. Mehr als einen halben Tag lang kämpfte das Giraffenbaby verzweifelt, und jeder Fluchtversuch führte nur dazu, dass seine kleinen Gliedmaßen im Schlamm feststeckten. Die Giraffenherde konnte nicht länger warten und musste gehen, da sie glaubte, das Kalb hätte nur eine geringe Überlebenschance. So musste das einsame Tier der Grausamkeit der Natur ausgesetzt sein. Nur die Giraffenmutter stand mit ihrer unendlichen Liebe noch immer standhaft am schlammigen Ufer und beugte ständig ihren Hals, um ihr Kind sanft zu berühren, in der Hoffnung, dass es die Kraft zum Weiterleben finden würde. Die besorgten Augen der Giraffenmutter verfolgten jede Bewegung ihres Kindes und berührten manchmal sanft mit ihren weichen Lippen seinen schlammigen Körper. Dies zeigte ihren Willen, ihr eigenes Kind nicht im Stich zu lassen. Die Szene, in der Mutter und Kind dem Tod ins Auge blicken, bricht jedem Zuschauer das Herz, während die Giraffenmutter im grellen Sonnenlicht der Savanne weiterhin über ihr Kind wacht. Am späten Nachmittag, als die Hitze sengend war, war das Giraffenbaby noch erschöpfter, während seine Mutter an seiner Seite blieb und gelegentlich in die Ferne blickte, als warte sie auf ein Wunder. Ein paar Kilometer von der Schlammpfütze entfernt fuhr Siyabonga, ein erfahrener Mitarbeiter des Kruger-Wildreservats, mit einem Geländewagen von einem Tag zurück, an dem er wichtige Orte überprüft hatte. Auf dem Rückweg erhaschten seine scharfen Augen einen Blick auf die seltsame Gestalt einer Giraffe, die reglos dastand und ihren Blick auf eine Schlammpfütze gerichtet hatte. Er spürte, dass etwas nicht stimmte, änderte sofort die Richtung und ging näher heran, um die Situation sorgfältig zu untersuchen. Als er einige Dutzend Meter entfernt war, bemerkte er, dass das Giraffenbaby feststeckte und seine Mutter verzweifelt nach Hilfe suchte. Er stellte langsam den Motor ab, parkte das Auto auf der Seite und ging dann auf die Giraffenmutter und ihr Baby zu, bereit zu helfen. Der Atem der Giraffenmutter beschleunigte sich, als sie den Menschen auftauchen sah, doch ihr Instinkt sagte ihr, dass sie sich keine Chance entgehen lassen dürfte, ihr Kind zu retten. Siyabonga blieb in sicherer Entfernung stehen und beruhigte das große Tier mit beschwichtigender Stimme, um ihm klarzumachen, dass er keine Bedrohung darstellte. Als er sah, dass die Giraffenmutter keinerlei Aggressivität zeigte, ging er langsam ein paar Schritte vorwärts und beugte sich hinunter, um den Schlamm, der das Baby umhüllte, genauer zu betrachten. Das Giraffenbaby, erschöpft und scheinbar hoffnungslos, drehte schwach seinen Kopf in Richtung des Fremden, seine Augen immer noch voller Schmerz. Nachdem er die Lage eingeschätzt hatte, kehrte Siyabonga schnell zum Auto zurück und holte eine Rolle Spezialseil heraus, das er für Notfälle bereitgelegt hatte. Er schwang das Seil herum, sodass eine weite Schlaufe entstand, und näherte sich dann vorsichtig dem kleinen Tier, wobei er versuchte, seine Mutter weder zu erschrecken noch anzugreifen. Die Giraffenmutter machte einen kleinen Schritt zurück, erkannte jedoch sofort die guten Absichten des Mannes und blieb stehen, um ihm mehr Bewegungsspielraum zu geben. Mit einer geübten Bewegung schlang er das Seil um den Bauch des Giraffenbabys und zog es fest, damit es nicht von dem schlammigen Körper rutschte. Er versuchte einmal, das Tier zu ziehen, merkte jedoch sofort, dass der dicke Schlamm und das Gewicht des Tieres ihm diese Anstrengung äußerst erschwerten. Er musste es trotzdem versuchen, sagte er sich und versuchte es noch einmal, doch er stellte fest, dass das Seil zu straff war, um das Tier auch nur ein bisschen zu bewegen. Als ihm klar wurde, dass er das Kalb nicht allein aus dem Schlamm ziehen konnte, begann er darüber nachzudenken, wie er sich mit der Giraffenmutter abstimmen könnte. Er näherte sich vorsichtig der Giraffenmutter, streckte seine Hand nach dem Seil aus und signalisierte ihr mit Augen und Gesten, dass sie ihm erlauben würde, ihr das Seil um den Hals zu binden. Die Giraffenmutter hob leicht den Kopf und blickte Siyabonga mit ihren großen braunen Augen an, als würde sie ihn untersuchen, doch es schien auch einen Hoffnungsschimmer zu geben. Nach einigen Sekunden des Zögerns neigte es leicht den Kopf und ließ zu, dass der Mann ihm das Seil um den Hals legte, wobei er alles auf die Möglichkeit setzte, sein Kind zu retten.
Er bewegte sich vorsichtig und band das andere Ende des Seils um den Hals der Giraffenmutter, wodurch durch die Schlaufe um den Bauch des Babys eine Verbindung zwischen Mutter und Baby entstand. Er klopfte dem großen Tier sanft auf das Fell an der Schulter und forderte es auf, sich zusammenzureißen. In diesem Moment spielte sich eine zauberhafte Szene ab, als die Giraffenmutter mit Instinkt und mütterlicher Liebe ihre Pflicht zu verstehen schien. Es trat vor, schob sich mit angespannten Muskeln durch den flacheren Schlamm und war bereit, zur Rettung zu eilen. Auch Siabonga nahm seine Position ein, stand mit den Füßen fest auf dem Boden und umklammerte mit den Händen das Ende des Seils, um dem Tier zu signalisieren, im Rhythmus zu ziehen. Beide setzten ihre Kräfte ein, das Seil zog sich zusammen, der Körper des Giraffenbabys zitterte, doch der Schlamm hielt sein Opfer noch immer hartnäckig fest. Die Sekunden vergingen wie im Flug, Schweiß rann Siabongas Stirn hinab, während die Giraffenmutter gelegentlich ein leises Brüllen ausstieß, als wolle sie ihr Kind antreiben, sich mehr anzustrengen. Das Baby gab einen schwachen Laut von sich, wurde ein Stück weit gezogen und dann unter dem Zittern seiner Beine wieder nach unten gezogen. Er gab nicht auf, holte tief Luft und signalisierte der Giraffenmutter, stärker zu ziehen, entschlossen, das Hindernis der Schlammschicht zu überwinden. Die Giraffenmutter und das Giraffenbaby arbeiten mit dem Mann zusammen, ziehen hin und her und schaffen so eine berührende Reihe beharrlicher Anstrengungen. Die Szene wurde erdrückend, als das Baby kurz davor zu sein schien, zu entkommen, nur um dann wieder stecken zu bleiben und alle erschöpft zurückzulassen. Das grelle Sonnenlicht erschöpfte alle, doch keiner hatte die Absicht anzuhalten, denn das Leben der Jungen hing von diesem Augenblick ab. Nach fast einer Stunde Kampf begann der Schlamm in große Stücke zu zerfallen, sodass das Giraffenbaby mit seinen Vorderbeinen näher ans Ufer gelangen konnte. Siabonga bemerkte, dass sich die Situation änderte und ermutigte die Giraffenmutter sofort, weiter stetig zu ziehen, um plötzliche Verletzungen zu vermeiden. Der Mann rückte das Seil geduldig zurecht, damit es sich nicht verdrehte, während er dem Tier mit den Händen half, seine 4 Beine aus dem schweren Schlamm zu heben. Die Giraffenmutter erzeugte mit ihrer unerschütterlichen Kraft stets eine anhaltende Zugkraft und zog ihr Baby Stück für Stück aus der Gefahrenzone. Die ganze Zeit wimmerte das Kalb leise und drückte sowohl Schmerz als auch Hoffnung aus, da ihm klar wurde, dass jeder Ruck es einer Chance auf Leben näher brachte. Gelegentlich drehte die Giraffenmutter ihren Hals nach unten und berührte sanft den Kopf ihres Giraffenbabys, als wolle sie es dadurch noch mehr motivieren. Siabonga war von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt und sein Herz war voller Entschlossenheit, trotz der Erschöpfung, die seinen Körper fast ausgelaugt hatte. Gerade als es schien, als könne es nicht mehr weitergehen, rutschte das Baby plötzlich aus dem Schlamm und klammerte sich mit den Füßen am Rand des trockenen Bodens fest. Ein stiller Jubelschrei ertönte in seinem Herzen und er zog sofort ein letztes Mal kräftig, um die Hinterhälfte des Rehkitzes hochzuheben. Auch die Giraffenmutter nutzte ihre ganze Kraft, warf sanft ihren Kopf hin und her und zog ihr Baby fest an sich, sodass es der bösen Schlammpfütze vollständig entkommen konnte. Nach 2 Stunden scheinbar endlosen Kampfes lag das Giraffenbaby endlich auf dem trockenen Boden, keuchend, aber immer noch voller Lebenswärme. Die Giraffenmutter trat schnell vor, rieb ihren Hals an ihrem Baby und leckte sanft die dicke Schlammschicht auf ihrem Körper, als wolle sie prüfen, ob ihr Baby ernsthaft verletzt sei. Obwohl das Baby erschöpft war, gelang es ihm, auf seinen langen, zitternden Beinen aufzustehen und sich dann an seine Mutter zu lehnen, um das Gleichgewicht wieder zu erlangen. Das kurze Wiedersehen bewegte Siabonga, der zurücktrat, um der Giraffenmutter und dem Giraffenbaby Platz zu machen, damit sie ihre Lebensfreude ausdrücken konnten. Sie reiben ihre Köpfe aneinander, reiben ihre Körper aneinander und machen leise Geräusche, ähnlich wie Giraffen ihre Freude teilen. Die Giraffenmutter sah sich um, doch von der Herde war noch immer nichts zu sehen, denn die anderen waren schon lange weg. Auch das Junge suchte angestrengt mit den Augen, da es scheinbar nicht verstand, warum die Herde verschwunden war und beinahe einer Tragödie ausgesetzt gewesen wäre. Siabonga bemerkte, dass die Hirschmutter und ihr Jungtier verwirrt aussahen und nicht wussten, in welche Richtung sie ihre Familie weitersuchen sollten. Als erfahrener Mitarbeiter wusste er mit Sicherheit, dass die Giraffen sich normalerweise auf bestimmten Routen bewegten und dabei auf Gebiete mit üppigem Grün angewiesen waren. Als er den Schlamm sah,
der noch immer an den Jungen klebte, befürchtete er, dass ihre Erschöpfung gefährlich werden könnte, wenn sie ziellos umherirrten. So kam er auf die Idee, Mutter und Kind zu begleiten und ihnen zu helfen, sich vor Einbruch der Dunkelheit wieder mit der Herde zu vereinen. Mit dem Verantwortungsbewusstsein eines Naturschützers ging er auf das Auto zu und winkte der Giraffenmutter zu, dass er ihr den Weg zeigen würde. Die Giraffenmutter blickte den Mann, der gerade ihr Kind gerettet hatte, vertrauensvoll an und folgte dann mit ihrem Kind langsam dem langsam fahrenden Auto über die Wiese. Vor uns erstreckte sich die Straße, Büsche aus trockenem Gras und Büschen reihen sich aneinander, und ab und zu tauchten Antilopen und Zebras auf. Siabonga behielt das Lenkrad ruhig in der Hand und warf gelegentlich einen Blick in den Rückspiegel, um sicherzustellen, dass sie immer noch hinterherfuhren und weiteren gefährlichen Schlammpfützen aus dem Weg gingen. Er erinnerte sich an frühere Migrationssaisons, als er in einem etwa 25 Kilometer entfernten Gebiet Giraffenherden beim Blätternfressen beobachtet hatte. Trotz der großen Entfernung blieb die Giraffenmutter standhaft, führte ihr Baby vorsichtig und beobachtete gleichzeitig aufmerksam die Umgebung, um ihr Baby vor Gefahren zu schützen. Die Spuren der Räder, die über das Grasland rollen, hinterlassen Spuren, die zu grüneren Grasflächen führen, wo ein reiches Leben auf sie wartet. Das Junge humpelte gelegentlich, da es vom schweren Schlamm und den Anstrengungen des Kampfes zuvor noch überall bunt war. Die Giraffenmutter reibt bei jeder Pause liebevoll ihren Kopf an ihrem Baby, als wolle sie uns daran erinnern, dass noch immer Hoffnung besteht, wieder zur Herde zu stoßen. Etwa 30 Minuten vergingen, der Horizont vor uns öffnete sich zu einer lebendigeren Landschaft, das Zwitschern der Vögel signalisierte, dass es hier eine reichhaltige Nahrungsquelle gab. Auf einer Anhöhe blieb Siabonga stehen, beugte sich vor, um genauer hinzusehen, und entdeckte schließlich eine Herde Giraffen, die in der Nähe grasten. Eine Herde Hirsche, sowohl ausgewachsene Tiere als auch Kälber, genießt gemütlich die jungen Blätter oben auf dem Akazienstreifen. Giraffenmütter geben eine unverwechselbare Melodie von sich, die ihren Kälbern die bevorstehende Freude signalisiert. Obwohl müde, machte der Junge noch einen kleinen Hüpfer, als ob er begriffen hätte, dass er in die Arme der Gemeinschaft zurückkehren würde, an einen sicheren und vertrauten Ort. Als Siabonga diesen Moment miterlebte, wurde ihm ganz warm ums Herz, denn all seine Bemühungen und die Liebe der Hirschmutter waren nicht umsonst gewesen. Die Giraffenmutter führte ihr Junges schnell näher an die Herde heran und tat dabei jeden Schritt vorsichtig, um die anderen Giraffen nicht zu erschrecken. Nach einem Moment der Überraschung wurde den Giraffen allmählich klar, dass die Mutter und das Kind ihre Herde verloren hatten. Sie kamen sofort näher und berührten ihre Hälse, um ihnen damit ihr Willkommen und ihre Akzeptanz zu zeigen. Die Freude über das Wiedersehen machte sich breit und löschte die tragische Erinnerung an die Giraffenmutter aus, die gezwungen war, einen halben Tag lang neben ihrem Baby im tödlichen Schlamm zu stehen. Das Rehkitz war von anderen Kindern umgeben, als wollten sie es trösten und nachsehen, ob es ihm wirklich gut ging. In sicherer Entfernung stellte Siabonga den Motor ab und beobachtete schweigend die Freude, die den Hirsch erfasste, da er wusste, dass seine Mission erfüllt war. Er dachte darüber nach, zum Naturschutzzentrum zurückzukehren und über die Situation zu berichten, wollte dieses rührende Wiedersehen jedoch gleichzeitig nicht stören. Die Giraffenmutter drehte ihren Kopf und sah Siabonga an, als wolle sie ihm im Stillen dafür danken, dass er die Strapazen und Gefahren auf sich genommen hatte, um ihr Kind zu retten. Auch der junge Vogel mit den tiefschwarzen Augen blickte scheinbar noch etwas naiv, aber dennoch dankbar zu seinem Wohltäter auf. Er lächelte sanft, winkte zum Abschied und glaubte, dass Mutter und Sohn nun ein friedliches Leben mit der Herde führen würden. Er wendete das Auto langsam, der Motor brummte, und rollte aus dem Gebiet weg, wobei grüne Weiden und der blaue Himmel Südafrikas hinter ihm blieben. Die Giraffenmutter und das Giraffenbaby schauten weiter zu, ihre Körper dicht beieinander, ihre Hälse berührten sich liebevoll, als teilten sie ein unbeschreibliches Glück. Die gesamte Giraffenherde ist nun wieder vereint und setzt ihre Reise der Nahrungssuche und des Überlebens fort, doch ihre Geschichte wird als Legende mütterlicher Liebe überliefert werden. Das Nachmittagslicht fiel schräg durch die Muster auf der trockenen, schlammbedeckten Haut des Babys, ließ sie noch deutlicher hervortreten und diente als Zeugnis seiner beinahe tödlichen Reise.
Als Siabonga zum Hauptquartier des Krüger-Wildreservats zurückkehrte, sagte er sich, dass es ausreichen würde, wenn er nur ein Leben retten könnte, um den Wert des Mitgefühls und die wundersame Verbindung zwischen Mensch und Natur in diesem wilden, aber überaus großartigen Land Südafrika zu demonstrieren. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.